Ja, also wir machen heute Weinernte und machen das dieses Jahr eine Woche früher. Jetzt ist 20. Oktober. Aber dadurch, dass es so warm war und so heiß war, haben wir Angst, dass die Trauben abfallen, oder beim Ernten abfallen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, aber reif sind sie auf jeden Fall. Wir haben zwei verschiedene Sorten. Wir haben die dunkelblauen, diese hier. Und da sehen wir auch schon eine Wespe. Und wir haben die helleren. Wir haben kein Problem mit den Wespen, aber viele andere Leute müssen früher ernten, weil sie eben sonst von den Wespen gefressen werden. Ich weiß nicht, warum sie es bei uns nicht machen. Die mögen die scheinbar nicht. Ja, naja, als erstes wird mal alles abgeerntet. Wir sprechen uns in 4, 5 Stunden wieder. Ja, also wir haben jetzt die Trauben alle unten und der nächste Schritt ist das Entstielen oder bei uns auch Rebbeln genannt. Manche machen das einfach mit der Hand, die zupfen die Trauben runter. Das, ja, ist bei uns ein bisschen lang, würde das dauern. Das andere ist halt, das Ganze mit dem Gitter zu machen. Da muss man ein Gitter haben, das ungefähr für die Traubengröße passt. Also die müssen halt gut durchfallen können. Und dann braucht man eigentlich nur mit der Hand ein bisschen draufhalten und ziehen und das Ganze geht durch wie nichts. Ja. Ich kürze das mal ab. Jedenfalls, wenn wir dann die alle durchgemacht haben, dann schaut das so aus. Muss man halt noch mal ein bisschen nachgehen. Ab und zu fällt ein bisschen was durch. Aber ansonsten würde ich sagen, ziemlich sauber. Achso, es gibt auch die Möglichkeit, die Stiele zu lassen. Aber würde ich nicht machen. Ich denke, das schmeckt man raus. Das wird dann ein bisschen bitterer, weil die Gerbstoffe von den Stielen mit reingehen in den Saft. Jo, gehen wir rüber. Der nächste Schritt, den kann man auch auf zwei verschiedenen Arten machen. Manche machen es, indem sie drauf rumsteigen auf den Trauben und die zerstampfen sozusagen. Aber ist das jetzt naja, würde ich jetzt nicht unbedingt mit meinen Füßen machen. Wir machen das mit der, ja, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Gehst du drauf mal? Geht auf jeden Fall verdammt schnell mit dem Gerät. Das Ganze schaut dann danach so aus. Da kommt der erste Saft schon raus. Das schütten wir jetzt erstmal in das Fass. Ja, ich melde mich später wieder. So, die Maische ist fertig und wir bringen die jetzt in der Badewanne möglichst schnell auf die richtige Temperatur. Wir sollten so auf 22 bis 25 Grad kommen. Das ist, glaube ich, die optimale Temperatur für einen Gärbeginn. Wir haben da einen besonderen Trick, dass wir 2 Tage vorher schon ein kleines Fass ansetzen mit Wein, um da schon die lebendige Hefe zu haben, wenn wir starten, weil wir schon 1, 2 Mal das Problem hatten, dass dass die Gärung nicht in Gang kam und dann halt ja, Verluste hat oder der Wein wird nicht so gut. Wir verwenden diese Hefe. Da sind wir auch erst seit ein paar Jahren drauf gekommen. Früher haben wir Flüssighefe genommen, aber die geht also für uns wesentlich besser. Das ist eine Trockenhefe. Die Gärung muss deshalb so schnell in Gang kommen, weil der Sauerstoff aus dem Wein rauskommen muss. Sauerstoff fördert die Fäulnis und wird durch die Gärung verdreht. Der gemeischte und angewärmte Wein ist zusammen mit der Hefe jetzt im Fass. Und jetzt kommen eigentlich die Sachen, die den Wein, den Geschmack und die Qualität des Weines am meisten beeinflusst. Das erste ist, was wir reintun müssen, ist Hefenährsalz.
Da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu erklären. Das ist so zu handhaben, wie es auf der Packung steht. Das nächste ist das Antigeliermittel. Das ist notwendig, damit wir nachher den Saft gut pressen können. Das dritte ist, was leider rein muss, Schwefel. Da haben wir 8 Jahre lang haben wir versucht, ohne Schwefel zu arbeiten und mussten 8 Jahre lang den Essig wegschmeißen oder wegschütten. Beim Schwefel kommt es darauf an, wie gut die Qualität der Trauben war. Und wir hatten dieses Jahr sehr gute Qualität, deswegen werden wir vorerst gar nicht schwefeln. Man sollte ja erst warten, bis die Gärung einigermaßen in Gang kommt, weil das Schwefel kann die Gärung auch stoppen oder verlangsamen. Was wir auch noch machen sollten, wenn man die Möglichkeit hat, ist, den Öchslegrad zu messen. Wie gesagt, hatten wir dieses Jahr einen sehr guten Sommer. Der Wein, wir haben ja 2 verschiedene Sorten, der Wein hier hat nur 70 Öchsle, der andere 90. Der Wert ist wichtig, um den Alkoholgehalt einzustellen. Aber da gibt es Formeln im Internet, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Ich kann nur so viel sagen, dass wir unseren Wein so einstellen, dass wir auf ungefähr 8 bis 10% Alkohol kommen. Der Zucker wird aber erst zugegeben, wenn der Zucker, der im Wein schon drin ist, vergoren ist. Das merkt man, wenn die Gärung langsam ins Stocken kommt, dann fängt man an, Zucker zuzugeben. Gut. Sobald dann alles im Fass ist, fertig gemischt ist, tun wir es ins Wohnzimmer, wo wir eine angenehme Temperatur haben und lassen den dann vor sich hin gären. Das, was jetzt kommt, ist die stürmische Gärung. Die stürmische Gärung sieht man hier schon, das kann man als stürmisch bezeichnen. Das ist jetzt fast schon zu viel Gärung für meinen Geschmack. Das Problem ist, wenn die Gärung zu stürmisch ist, dann werden zu viel Fuselalkohole erzeugt, Kopfschmerzen und so weiter. Also wenn die Gärung zu schnell wird, muss man den mit der Temperatur runterregeln. Also irgendwo anders hinstellen, Keller, 17 Grad oder so weiter. Man geht halt so weit runter, bis man das im Griff kriegt. Ja, Zucker braucht man da noch keinen dazu tun. Der hier ist gestern Abend ins Fass gekommen und war jetzt über Nacht schon am Gären. Das ist der, den wir heute erst abgefüllt haben. Manchmal lässt man sich täuschen, wenn das Fass ins Warme kommt und die Luft sich ausdehnt, dann fängt er auch an, sich zu heben. Aber das ist dann keine Gärung, das ist einfach nur Ausdehnung von der Luft. Ja, das Ganze, die Zeit, die stürmische Gärung, also wir haben ja jetzt die Traube noch mit drin, das ist ja noch nicht gepresst. Das bestimmt den Geschmack auch sehr und die Farbe vor allem vom Wein.